Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um genau dieses Schleifpapier. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe, bevor ich mich damit beschäftigt habe, gedacht, Schleifmittel? Wirklich, das Thema ist doch auserzählt. Was willst du jetzt hier mit neuem Schleifmittel? Aber ganz ehrlich, dieses Schleifmittel ist wirklich genial und hat echt eine Menge Vorteile. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Schön, dass du noch da bist, schön, dass du dran geblieben bist, denn ich weiß genau, viele werden sagen, boah, Schleifmittel. Und jetzt erzählt der Kasper uns was von neuem Schleifmittel. Aber ganz ehrlich, ich finde es geil. Und ich möchte euch höchstens einmal sagen, warum ich das wirklich gut finde. Denn wir haben hier das neue Schleifmittel hier von Bosch Expert und hier haben wir eine Menge Vorteile und ich möchte, dass ihr die kennt und ihr könnt dann sagen, ne, brauche ich nicht oder ganz interessant, schaue ich mir mal an. Dann lasst uns auch mal zum allerersten Thema kommen. Und übrigens, ihr kriegt das natürlich in verschiedenen Stärken, verschiedenen Größen, bla bla bla. Ich habe das allererste Mal in der Hand gehabt hier bei unserem schönen neuen 150er Exzenter 18 Volt von Bosch. Und hier haben wir einen großen Vorteil und das ist auch für mich eines der Hauptthemen. Das Ganze hier ist ja eine Folie, heißt ja auch Folienschleifmittel. So. Und eine Sache, die mir häufiger passiert ist, ich habe so ein normales herkömmliches Schleifmittel genommen, Schleifpad, habe es hier aufgesetzt, habe es nicht perfekt gerade aufgesetzt. Und hier ist es so, es ist ja hier komplett umschlossen, aber ich sehe hier, guckt es leicht drüber. Und jetzt habe ich so ein bisschen vor mich hingeschliffen, gemacht und getan, kam mal auch in irgendeine Ecke, irgendwo in der Gegend, irgendwo habe ich das dann, bin ich mal hängen geblieben. Und was passierte dann? Dann ist es sofort hier, zack, Ecke ist ab. Wer kennt das nicht? Und dann fängt das an, hier irgendwie komisch zu werden und so weiter und so fort. Und der große Vorteil ist, das hier ist reißfest. Wir machen jetzt hier Folgendes. Ja? Durch. Ihr habt jetzt gesehen, wie viel Kraft ich aufgewandt habe. Ich mache dasselbe hier. Und ich spiele das nicht. Ich versuche es jetzt mal wirklich hier. Keine Chance. Du kriegst das nicht gerissen. Und so stark reißt nichts an deinem Schleifpapier. Sondern du siehst hier, das ist wirklich reißfest. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber das geht nicht kaputt. Das heißt also, wenn du das hier aufsetzt, irgendeine Ecke hast, dann geht es nicht gleich kaputt und du kannst normal weiterarbeiten. Das Ganze hast du natürlich auch, wenn du es irgendwo anders benutzt. Wenn du es mal auf einem Schleifblock oder ähnliches benutzt, dann geht es eben auch nicht kaputt. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar das Thema Knickfähigkeit oder Nutzfähigkeit nach dem Knicken. Wenn ich jetzt hier so etwas nehme und mache zum Beispiel was ganz Selbstverständliches, ich nehme jetzt hier zum Beispiel so einen Schleifblock. Moment, bin das jetzt mal ab. Übrigens, ich liebe diesen Schleifblock. Kann man ja kaufen von Bosch. Ja? Man hat hier zwei verschiedene Seiten, hier eine weiche Seite, hier eine harte Seite, hat hier sein Schleifmittel drauf, kann man verschiedene Stärken drauf machen. Ich habe den bei mir immer im Einsatz, der ist bei mir immer griffbereit, weil man eben dieses Schleifblock-Thema nicht hat. Ja? Gibt ja auch sowas wie das hier, aber den finde ich irgendwie cooler. Aber lass uns mal so tun, wir nehmen jetzt mal meinetwegen diesen Schleifblock, packen das hier so drum, schleifen jetzt hier so vor uns hin, machen und tun, vielleicht knicken wir das hier auch nochmal, machen hier irgendwie so, okay, oder wir nehmen das auch mal hier so drauf, kann man übrigens schön hier drauf machen, klettet übrigens auch, ja, funktioniert, viele wissen das ja gar nicht. So, nehme das da drauf, mache das und tue. Was passiert dann? Ich knicke das. Und das ist jetzt noch harmlos, jetzt mache ich das mal so, dass ich es mal richtig knicke. Dann sieht es eben genau so aus. Ist das jetzt noch in der Maschine nutzbar? Nee, nicht wirklich. Ich kann es jetzt zwar aufsetzen, aber dass du hier eine homogene, glatte Oberfläche hinbekommst, das ist eben nicht mehr möglich. Kannst du mit Steifen? Ja, so halbwegs, aber richtig spaßig ist das jetzt nicht mehr, weil es eben auch so ein Berg- und Tarnfall ist. So,
machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen genau das hier, ja, unser Folienschleifmittel, nicht reißbar und so weiter, packen das hier mal drauf, packen das hier hin. Du siehst hier schon, hier knickt schon mal gar nichts auf einmal. Machen das auch noch mal so und so, ja. Hier knickt auch nichts. Ich kann das hier übrigens noch besser hier draufsetzen, weil es glättet noch mal besser. Ihr seht das hier gleich. Das hält richtig gut, also muss ich jetzt mal sagen, als wenn es dafür gemacht ist. Und nein, das ist explizit nicht dafür gemacht. Ja? Du kannst es nutzen, gar kein Problem, aber dafür gibt es ja extra diese Schleifmittel, die du dafür kaufen kannst. So, ich benutze das, mache eine Tour, jetzt sage ich, ach Mensch, ich möchte es ja wieder da drauf benutzen. Versehentlich, es ist mir auch in die Hand gefallen, ist auch so hin und her. So, ich nehme das und ich bekomme das wieder schön glatt, vor allem wenn ich es jetzt hier auflege. So. Habe ich jetzt hier wieder eine fast genauso homogene Oberfläche, wie ich es vorher hatte. Deutlich besser als mit dem anderen. Das ist schon eine coole Sache. Das heißt, die Beschädigung, es ist ein ganz anderes Level, beziehungsweise ich kann es eben nicht so leicht beschädigen. Und das ist ein Riesenvorteil von diesem Mittel. Und apropos, wo wir hier gerade an der Stelle sind, möchte ich noch was anderes zeigen. Nächster großer Vorteil ist folgendes. Das hier ist richtungsgebunden. Und zwar siehst du jetzt hier, vielleicht sieht man das so ganz gut, ja. Wir sehen jetzt hier Folgendes. Wir haben hier ein Muster, und zwar haben wir hier einen Strich, da einen Strich und hier die Absaugpunkte. Auf dem Gerät wiederum ist es so, dass wir genau dasselbe sehen. Ich mache es mal bewusst falsch rum. Und hier sehen wir nämlich, haben wir hier diese Striche auch, können das übereinander legen und haben genau perfekt die Absaugpunkte getroffen. Ich mache es jetzt mal einfach hier drauf. Zack, zack, zack. Und perfekt, habe also jeden einzelnen Absaugpunkt getroffen, ohne dass ich ewig lange zielen muss. Das ist mit anderen Mitteln, also mit anderen Netzschleifmitteln, einfach anders, beziehungsweise da dauert es deutlich länger. Natürlich nicht mit dem Netz. Lasst uns mal über das Korn sprechen, weil ehrlicherweise muss ich sagen, das ist mir am Anfang so gar nicht aufgefallen, aber später habe ich gedacht, wow, das ist ja krass. Denn wir haben hier Folgendes. Wir haben hier ja eine absolut gleichmäßige Körnung. Und übrigens auch in der Form, jedes Blatt ist auch irgendwie absolut gleich. Das heißt, die einzelnen Körner, die hier drauf aufgebracht sind, sind wirklich immer an derselben Stelle und auch gleichmäßig verteilt. Das ist bei dem Schleifmittel nicht so. Hier ist es so, dass wir eine, ich sag mal, das berieselt oder wie auch immer, aber das ist nicht in der so gleichmäßig, hat nicht dieselbe Gleichmäßigkeit wie das, was wir hier haben. Ob das jetzt wirklich wichtig ist oder nicht, weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Schreibt ihr es doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was wir aber haben, was ich sehr cool finde, ist etwas anderes. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt mal hier unser Verbeultes nehmen, hier ist ja ein Korn drauf aufgebracht. Wenn ich das jetzt hier so nehme, mache und tue, dann, ja, man sieht sogar ein bisschen, dann bröselt das Korn ab, ihr hört das jetzt auch, und fällt ein bisschen ab. Das heißt, beim Schleifen ist es auch so, dass das Korn etwas abgetragen wird und durchaus auch mal wirklich hier an Schärfe verliert und dann auch weg ist. Hier ist es so, wenn du das zertnös machst und tust, hier habe ich es wirklich probiert, getan, das Korn bleibt dran, es bröselt einfach nicht. Wo wir gerade hier waren, lasst uns mal über die Struktur sprechen. Das hier, was ich jetzt sage, ist Angabe von Bosch, aber finde ich interessant. Wir haben ja hier bei der Struktur so eine gewisse, ja, ich weiß gar nicht, sind das Dreiecke? Könnt ihr mal sagen, wie ihr die Struktur nennen würdet. Aber diese Struktur soll dafür da sein, durch die Gleichmäßigkeit, durch die Art und Weise, wie es geformt ist. Denn wir haben ja Stellen, da haben wir Korn, wir haben Stellen, aber da ist auch kein Korn. Das soll dafür sorgen, dass der Schmutz und das, was abgetragen wird, eben perfekt weitergetragen wird in die Löcher und somit in die Absaugung. Übrigens, Bosch sagt, das hier ist ein Keramikkorn. Und was besonders interessant ist, das ist ein selbstschleifendes Keramikkorn. Kann ich das nachtesten, nachvollziehen? Nicht wirklich, aber wenn es so ist, hat es einen großen Nutzen für euch. Das heißt, wir haben eine höhere Standfestigkeit und können noch deutlich länger schleifen mit demselben Papier. Das finde ich ziemlich cool. Übrigens, das Ganze ist auch extra dünn. Ich habe es extra mal nachgemessen. Ein herkömmliches Papier hat so 0,55 mm, das hier nur 0,45, also 0,1 mm dünner. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das für euch relevant ist. Ein Vorteil von dem Folienschleifmittel ist auch, du kannst es wirklich für verschiedenste Materialien nutzen. Wir kennen das ja, dass wir auch für verschiedenste Materialien häufig verschiedene Schleifmittel kaufen müssen. Hier ist es so, ich kann erstmal Holz schleifen, wunderbar. Ich kann aber auch Lack auf Holz oder Farbe auf Holz schleifen. Ich kann aber auch Blech damit schleifen. Ich kann sogar Autolack auf Blech oder ähnlichen Oberflächen halt schleifen. Finde ich mega genial. Und das Wichtigste für mich ist, ich kann damit
Nassschleifen. Und Nassschleifen ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, um eben auch mal ein anderes Anwendungsspektrum halt mal nutzen zu können. Eine Sache fällt mir gerade noch auf, weil vorhin habe ich euch ja ganz bewusst gesagt, ich habe hier ja diese Möglichkeit, das Ganze schön zu, ich sag mal, schön zu zielen auf genau diesem Exzenterschleifer. Das ist aber nur bei dem so, bei Nummer 1, Nummer kleiner, bei 125er gibt es diese Zielfähigkeit nicht. Da ist es so, dass wir ein ganz normales Lochmuster haben, ja, nur dass ihr es wisst. Einen einzigen Nachteil haben wir hier aber schon, und zwar bei dem Ganzen hier, es ist ein klein wenig teurer als normale Schleifmittel. Man muss natürlich sagen, wir haben eine höhere Standzeit, wir können das Ganze anders einsetzen, es geht nicht so schnell kaputt und so weiter und so fort. Das sollte es auf jeden Fall wettmachen. Wenn ihr sagt, ich soll das mal testen, gerne in die Kommentare. Ich finde es richtig cool. Ich will das jetzt mal langfristig bei mir testen und vielleicht mache ich noch mal später, in einem halben Jahr, in einem Jahr dazu ein Video. Und so lange kann ich nur sagen, ran ans Schleifmittel und bis zum nächsten Mal.